Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Heute geht es darum, wie ihr die Datenqualität in einer Excel-Liste, in einer Excel-Datenliste über die Funktion Datenüberprüfung, aber auch manuell erhöhen könnt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Weinliste, die ich erstellt habe. Hier sind so ein paar Mängel in der Datenqualität vorhanden. Zum Beispiel ist beim Land habe ich viermal Deutschland in unterschiedlichen Schreibweisen. Wenn ich mir die Farbe anschaue, dann sehe ich, dass die hier auch teilweise Rosé, Rosé und Weiß, Weiß unterschiedlich ist. Beim Jahrgang gibt es scheinbar Datum zwischendrin und normale Zahlen. Und auch beim Mindestbestand, das sieht man zwar jetzt hier nicht, aber dieser Wert 190, der hat auch einen Fehler, den man dann zum Beispiel beim Sortieren oder auch in der Pivot-Auswertung sehen kann. Und das Ergebnis dabei sieht dann zum Beispiel eben so aus, dass wir hier Rotweine getrennt haben und damit die Werte nicht entsprechend so sind, wie wir uns das vorstellen. Oder wenn ich mir den Mindestbestand anschaue, ich plötzlich hier eine 190,4 drin habe, obwohl ich hier eine 190 sehe und eben keine 190,4. Und das können wir so in Ordnung bringen, dass wir zum Beispiel mal schauen beim Land und dort die auswählen, die alle zusammengehören. Also BRD, D, Deutschland, das ist wohl alles Deutschland. Dann schaue ich, okay, passt es, Silvaner und Riesling und so weiter, ja, das passt. Und dann nehme ich den Wert, den ich haben will, kopiere den, zum Beispiel über Steuerung C, markiere alle Zellen, die jetzt hier ausgewählt sind und füge mit Steuerung V ein. Und es ist jetzt auch so, dass Excel nicht im Hintergrund irgendwie in die ausgeblendeten Zellen auch Deutschland hineinkopiert. Wir können das hier mal schauen zwischen Riesling und Silvaner. Da sind 21 bis 27, da sind ein paar andere Weine. Wir lassen mal wieder alle anzeigen. 21 bis 27, also das wären diese hier, da sehen wir es Frankreich und Italien und er hat nicht diesen Wert Deutschland hier fehlerhaft reinkopiert. So könnte ich jetzt auch bei der Farbe weiter vorgehen und beim Jahrgang und beim Mindestbestand. Ich möchte euch aber mal zeigen, wie ihr die Funktion Datenüberprüfung, mit der wir schon geguckt haben, wie man die Datenqualität schon bei der Eingabe relativ hoch halten kann, wie ihr die hier verwenden könnt. Und zwar geht ihr dazu auf Daten. Und wenn jetzt, wie bei mir hier, eine Datenüberprüfung eingestellt ist, es darf hier nur Rot, Weiß, Rosé in den Zellen vorkommen, oder beim Jahrgang, es dürfen nur Zahlen zwischen 2017 und 2022 vorkommen. Und ich wähle jetzt Datenüberprüfung ungültige Daten einkreisen. Dann rechnet Excel jetzt für jede Zelle aus, ob dort die Einschränkungen eingehalten sind oder nicht. Und wenn nicht, dann wird die Zelle mit einem roten Kreis versehen. Ihr seht jetzt hier das Ergebnis und ich kann jetzt so vorgehen, ich kann jetzt einfach in so einen roten Kreis reinklicken und kann sagen, okay, und hier wähle ich mir doch Rosé aus und hier wähle ich mir Weiß aus mit dem scharfen S und hier auch Weiß mit dem scharfen S und jetzt habe ich das alles fertig ausgefüllt bei der Farbe. Ja, und dann kann ich jetzt mal nach der Farbe sortieren. Ja, die Farben passen, ich sortiere, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich schaue mal in die Pivot-Auswertung, aktualisiere hier und stelle hier fest, okay, da gibt es Rot, aber da gibt es auch nochmal Rot und da auch und da auch. Und der Hintergrund dafür ist, dass Leerzeichen bei der Datenüberprüfung nur bedingt erkannt werden und auch beim Filtern nicht richtig erkannt werden. Und ihr seht es jetzt hier, wenn ich da mal an den Anfang der Zelle gehe, hier ist ein Leerzeichen drin und das lösche ich jetzt mal raus, Entfernen-Taste, drücke die Enter-Taste und dann ist es so, wenn Leerzeichen am Ende sind, dann werden die bei der Sortierung auch ans Ende gesetzt. Und das seht ihr jetzt zum Beispiel hier. Hier sind auch ein paar Leerzeichen drin, ja, die lösche ich mal auch raus. Und hier sind auch noch Leerzeichen drin, die lösche ich auch raus. Und wenn ich jetzt wieder in meine Pivot-Auswertung gehe, den Rechtsklick mache und hier aktualisiere, dann habe ich jetzt nur noch Rot und nicht mehr Rot und noch irgendetwas. So, damit habe ich jetzt die Farben in Einklang gebracht
Und jetzt schaue ich mir das mal mit dem Jahrgang an. Da ist 2020 eingekreist. Dann sehe ich, also eigentlich sieht das doch ganz gut aus. Und hier 2018 auch. Und jetzt ist Folgendes passiert. Beim Sortieren bleiben die Kreise stehen. Das heißt, vorher waren sie in der richtigen Zelle. Jetzt habe ich nach der Farbe sortiert. Jetzt sind sie nicht mehr an den richtigen Zellen. Deshalb muss ich jetzt die Datenüberprüfung nochmal Gültigkeitskreise löschen wählen und dann nochmal ungültige einkreisen. Und dann werden wieder die richtigen eingekreist. Es sollte jetzt auf jeden Fall mal diese Zelle sein. Und dann noch die eine oder andere Zelle zusätzlich. Genau. Und jetzt sehen wir hier 2018, da sehen wir zwar 2018, aber es steht ein Datum in der Zelle. Und das heißt, ich schreibe jetzt mal in diese Zelle tatsächlich 2018, drücke die Enter-Taste und dann kommt ein komischer Effekt, da steht jetzt 1905, 10.07.1905. Schaut euch mal das Video zu der Datenformatierung an, das ich schon gemacht habe. Da erkläre ich das genauer. Jedenfalls müssen wir jetzt über Startzahlenformatierung hier noch festlegen, dass wir eine Standardzahl wollen. Dann sieht man auch, dass da tatsächlich 2018 drin steht. Und das machen wir hier auch nochmal. Wir könnten jetzt natürlich auch eine andere Zelle in dieser Spalte das Format übertragen mit dem Pinsel und diese Zelle anklicken und dann haben wir es hier auch einheitlich. Und jetzt ist irgendwie ein Gültigkeitskreis noch verschwunden. Das heißt, ich gehe nochmal auf Datenüberprüfung, Gültigkeitskreise löschen und dann wieder über ungültige Daten einkreisen. Und jetzt müsste eigentlich hier noch der Mindestbestand 1900 eingekreist werden. Das ist dieser hier und zwar deshalb, weil da 190,4 drin steht. Und das ändere ich jetzt auch noch auf 190. Und damit habe ich jetzt auch in der Pivot-Auswertung, wenn ich den Mindestbestand wähle, hier nicht mehr 190,4. Oh, doch. Wisst ihr warum? Ich muss erst noch aktualisieren, weil die Pivot-Tabelle immer aufgrund der Daten in dem Moment aktualisiert wird, wo ich das durchführe. Und jetzt seht ihr hier die 190, die ist jetzt ein eigener Wert. Okay, damit habe ich jetzt die Datenqualität meiner Weinliste verbessert. Ich kann beim Filtern, Sortieren und auch beim Auswerten mit der Pivot-Tabelle gute Ergebnisse erzielen. Probiert es mit euren Datenlisten aus. Schaut, ob es besser ist, die Datenqualität schon bei der Eingabe über die Datenüberprüfung zu erhöhen oder dann eben nachträglich. Redet auch mit euren Kollegen und Kolleginnen, warum das so wichtig ist, dass sie wirklich einheitlich eingeben. Und wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte die relativ schnell und freue mich von euch zu hören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch oder abonniert auch gerne den Kanal. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.